Gut, wir wollen anfangen in Jesaja und bevor wir zu unserer heutigen Stelle kommen, und übrigens das ist Jesaja 3, 16, 17, wir wollen ein bisschen Zusammenfassung machen von Jesaja, also die einigen, die jetzt das Video anschauen, die waren nicht hier, die letzten Predigen, wo wir Jesaja betrachtet haben. Und wir wollen ein bisschen Zusammenfassung machen, aber dann zu unserer Stelle. Wir wissen, dass Jesaja war ein Prophet in Jerusalem und er hat seinen Dienst gemacht für Juda. Also das ist wichtig, also er war im Süden. Und das wissen wir auch, dass es Juda gut ging zu dieser Zeit. Juda hat viel Reichtum, die waren stark. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die sind gleichgültig geworden. Also die haben gedacht, es geht uns gut, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann, wenn das passiert, ist die Gefahr, dass man vergisst den Herrn, oder? Also der Herr gibt und schenkt und wir genießen das. Dann nehmen wir das für selbstverständlich. Meinen wir, das wird immer so sein. Und der Herr, wir vergessen dann der Herr. Und deswegen gibt es viele Christen übrigens, die ständig wieder zum Herrn kommen müssen. Es geht ihnen gut, der Herr segnet, dann wandeln sie nicht mehr mit dem Herrn, bis ein Problem kommt und dann kommen sie wieder zu. Und das ist ein ständiger, also ein Teufelskreis sozusagen. Aber so ist es passiert bei Juda. Und der Herr dann muss richten, er ist der Richter. Und er ist gerecht, haben wir gelesen im Gottesdienst früher in Psalm. Der Herr ist gerecht und er muss richten. Nun, ich habe eine Zusammenfassung gefunden, ich lese das vor, und das geht um Jesaja. Er verurteilte scharf den Gottesdienst und die Sünden des Volkes sowie ihre Neigung, sich auf fremde Mächte zu stützen, statt den Herrn zu suchen. In Jesajas Botschaften finden sich neben Warnungen vor den nahe bevorstehenden Gerichten über Israel und Juda und Ankündigungen göttlicher Gerichte über den heidnischen Nachbarvölker immer wieder prophetische Ausblicke auf den großen Gerichtstag des Herrn am Ende der Zeiten, auf die schließliche Erlösung und Rettung Israels durch den Messias. Und wenn man Jesaja liest, ist es wie Jakobus im Neuen Testament, also das fällt mir gerade ein. In Jakobus dann, er schreibt über ein Thema, dann plötzlich ein neues Thema und dann zurück an das erste Thema. Und so ist es in Jesaja. Wir lesen über einen König oder über eine Sünde. Und dann plötzlich redet er über die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und warum macht er das? Also, wenn es so viel Gericht gibt in diesem Buch und so viel über Sünde, Jesaja will auch ermutigen, er will auch sagen, ihr seid untreu, aber der Herr ist treu. Und das dürfen wir auch sagen übrigens in unserer heutigen Welt. Die Welt ist untreu, die Welt hat Gott vergessen. Also wir müssen einfach hin und her schauen, hin und her gehen in unserer Gesellschaft und die Menschen meinen, wir brauchen Gott nicht mehr. So schrecklich ist das, dass ein Land, was Gottes Segen bekommen hat, jetzt vergisst Gott und sagt, es gibt keinen Gott. Also das ist schlimm. Und das ist in Jesaja passiert, aber mittendrin hat Jesaja viel über dann die Zukunft geredet, weil Gott hält seine Versprechungen. Wir dürfen das nie vergessen. Der verheißene Retter ist letztlich auch der zentrale Gegenstand der Botschaft Jesajas. Der Prophet kündigt seine Geburt von einer Jungfrau an, 7,14. Er enthüllt ihn als den Sohn, der uns gegeben ist, den Friedenfürst, der zugleich der starke Gott ist, 9,1-6. Aus dem Spross, aus dem Stumpf Isais, oder? Isais, danke, der Heil und Frieden bringt. Aus dem König, der in Herrlichkeit in Zion herrscht. Aus dem Heilsbringer auch für die Heidenvölker. Aus dem bewahrten Grundstein in Zion. Aus dem furchtgebietenden Richter über den gottlosen Heiden. Aus dem machtvollen Retter Israels, aus der großen Drangsal, aber auch aus dem Knecht des Herrn, der Gottes Ratschluss in Treue erfüllt. Die Enthüllung dieses Knechtes als das Opferlamm Gottes, das unsere Schuld und Sünde trägt, gehört zu den großartigsten Botschaften,
des Alten Testaments, die auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk hinweisen. Und so ist ein wunderschönes Buch und Jesaja spricht dann über die Sünde, über Gericht, aber auch über die Zukunft. Nun, viele haben ein Problem mit Jesaja, mit dem Alten Testament, die sagen, wie kann ein Gott der Liebe Menschen richten? Wie kann ein Gott der Liebe zulassen, dass schlimme Dinge passieren auf unserer Erde? Hast du das je gehört in deinem Leben? Also eine Frage gestellt, wie können Kinder leiden? Wie können schlimme Dinge passieren auf dieser Erde? Und was sagen die Menschen, die diese Fragen stellen? Die geben wem die Schuld? Gott. Gott ist schuld, sagen sie. Es gibt schlimme Dinge, also Gott muss ein schlimmer Gott sein. Nein, es gibt Sünde auf dieser Welt. Sünde ist der Grund, wovor es schlimme Dinge gibt. Seit dem Anfang, seit Adam und Eva, es gab Sünde in dieser Welt und Gott war gerecht. Eigentlich ist es ganz, ganz schlimm. Es ist genauso wie mit Jesus am Kreuz. Der gerecht war, der keine Sünde begangen hat, die haben ihn beklagen, wie heißt es? Ja, verklagt. Angeklagt. Die haben gesagt, der ist der Schlimme, der muss sterben. Es ist eine verrückte Welt. Es ist eine verrückte Welt. Und so Menschen geben Gott die Schuld, obwohl er gnädig und barmherzig ist. Durch Jesaja lesen wir durch das ganze Buch, Gott ist barmherzig, der Messias kommt. Gott wird euch erlösen, Gott wird euch retten, steht es in diesem Buch. Und das dürfen wir nicht vergessen. So der Zweck von Jesaja ist das Gericht der Sünde, aber auch die Hoffnung Gottes Erlösung in der Zukunft. Und wenn ich ein bisschen Ermutigung weitergeben darf, auch wir als Christen, wir haben auch Lasten zu tragen, Schwierigkeiten. Und übrigens im Alten Testament, es war 1 für 1, wenn Israel Gott gehorcht, haben sie Wohlstand, haben sie ein gutes Leben, gibt es das Land. Das ist 1 für 1. Also es ist ein Versprechen Gottes. Wir können das ganz klar in der Schrift lesen. Israel gehorcht, Israel hat Wohlstand. Ist das so in dem Neuen Testament? Nein, also überhaupt nicht. Und eigentlich, das wird sich ein bisschen komisch klingen. Also das, was ich sage, vielleicht meint ihr, dass es komisch ist. Im Neuen Testament ist es besser. Es ist keine Versprechung im Neuen Testament, dass wenn wir Gott gehorchen, werden wir Reichtum haben. Und du kannst vielleicht meinen, aber das ist komisch. Wie kann das besser sein? Wir haben geistliches Reichtum. Das ist viel, viel besser. Im Alten Testament haben sie dann Reichtum, Gold und Silber und Honig und ein Land mit Milch und Honig und alle diese Dinge. Aber wir haben ein geistliches Reichtum. Egal was passiert, egal ob es Schwierigkeiten gibt, egal ob es Lasten gibt, Gott ist mit uns jeden Tag. Und dieses geistliche Reichtum ist besser, sogar steht es im Neuen Testament, als Gold und Silber. Es ist besser. Du musst einfach Petrus lesen, 1. 2. Petrus. Er hat seine Briefe an wen geschrieben? An verfolgten Christen, an verfolgten Gläubigen von Jesus. Und Petrus sagt, dass die Lasten, die Probleme, die Verfolgungen, die sind wertvoller als Gold. Wie kann er das sagen? Weil die Beziehung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus ist viel besser, als einfach ein Besitz zu haben, ein Auto zu haben, ein Haus zu haben. Ist viel besser. Und so, wir dürfen das nicht vergessen. Gott richtet auch uns und Gott segnet auch uns. Aber im Neuen Testament hat es nichts mit einem Land zu tun und nichts mit Wohlstand und Reichtum zu tun, sondern geistliches Reichtum. Und übrigens, wir dürfen auch sagen, dass wir auch Wohlstand bekommen werden. Wenn Jesus zurückkommt, das 2. Mal, und es die Ewigkeit gibt dann. Was steht es in der Schrift? Werden wir Belohnung bekommen, oder? Es steht, dass wir Kronen bekommen. Wisst ihr, eine Krone, eine Krone im Himmel hat mehr Wert als 200 Corvettes, als 200 große Häuser, als die besten Kleider, die es auf dieser Erde gibt. Eine einzige Krone ist wertvoller als 1 Milliarde Euro. Wie kann ich das sagen? Was passiert mit deinem Auto, mit deinem Haus, mit all unserem Besitz? Es vergeht. Weg. Es bleibt hier. Genau. Und die Krone
jetzt erhalten. Und ewig. Diese, das ist der Wert. Genau, was steht es in der Schrift, der Wurm kommt nicht in den Himmel und nimmt unser Schatz weg. Also, wenn ich dir etwas anbieten könnte, ich sage, okay, ich habe hier ein Auto und ich biete dir das an. Und ich sage, das Auto, es hält dann 10 Jahre. Nehmen wir an, es hält 10 Jahre. Also wie lange hast du dein Auto gehabt? 19 Jahre, okay, das ist auch eine ganz lange Zeit. Oder ich sage dir, okay, du kannst entweder das Auto haben und du hast 10 Jahre Freude oder manchmal Freude mit deinem Auto oder 19 Jahre hast du das Auto. Oder du bekommst kein Auto jetzt und in 15 Jahren bekommst du ein Auto, was für immer und ewig hält und nie kaputt geht. Du musst nie zur Werkstatt. Was würdet ihr sagen? Ja, ich nehme das zweite, oder? Und so ist es in Jesaja. Jesaja bringt uns immer zu dem Punkt, diese Welt ist verrückt. Warum habt ihr Gottesdienst? Warum macht ihr diese Sachen? Wir haben gelesen im Kapitel 2, die haben dann Zauberkunst aus dem Osten in ihrem Land gebracht. Und der Herr, warum? Ihr sucht dann Hilfe und ihr sucht dann Freude und es ist nicht in diesen Sachen zu finden. Die haben falsche Götzen gehabt auch. Die haben dann Dinge aus Holz und Stein angebetet. Angebetet. Und der Herr sagt, warum? Der Prophet Jesaja sagt, warum? Es steht, komm in Kapitel 2, in Vers 5, komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Seht ihr dann das Herzen von Jesaja? Lasst uns wieder mit dem Herrn wandeln. Was ist das Problem? Das Problem ist, es gab Sünde. Es gab dann Juda, und Juda wollte mit dem Herrn nicht wandeln. Und Juda wollte dann, die wurden reich. Die haben alles bekommen, was die wollten. Und irgendwann kamen sie zum Schluss, es geht uns gut, wir brauchen nichts mehr. Und wenn das passiert, was passiert zunächst? Das Wort Gottes ist nicht so wichtig. Warum soll ich diesem Buch folgen? Ich habe alles, was ich brauche. Und dann mit der Zeit, wenn wir das Wort Gottes vergessen, was passiert in einer Gesellschaft, wenn das Wort Gottes vergessen wird? Dann plötzlich ist wo finden wir sollen einander lieben und einander helfen? Im Wort Gottes. Wo finden wir, dass wir niemanden umbringen sollten? Im Wort Gottes. Wo finden wir, dass wir nicht lügen sollen? Im Wort Gottes. Und so was passiert in einer Gesellschaft, wenn es uns gut geht und dann mit der Zeit sagen wir, wir brauchen das nicht mehr. Es gibt, Gott, ob es einen Gott gibt. Dann was werden wir in unserer Gesellschaft sehen? Lügen, Mord, Probleme. Und du kannst sagen, aber es ist ein heiliges Land hier. Ist das? Babys sterben, also mit Abtreibung. Ist es ein heiliges Land, wo das Wort Gottes dann vergessen wird? Und jetzt gibt es Frieden. Jetzt gibt's Frieden in diesem Land. Aber wird es immer so sein? Nein. War es immer so? Kann ich das sagen? War es immer so? Nein. Es gab Gottes Gericht. Und wie Gottes Gericht, wie Gott richtet, ist seine Wahl. Im Kapitel 3 haben wir gelesen, am Anfang Kapitel 3, der Herr richtet durch Hungersnot zum Beispiel. Und viele sagen, das ist gemein. Der Herr ist der Richter. Und er kann durch Hungersnot richten. Dann haben wir gesehen, dass er durch die Leiter gerichtet hat. Er hat die guten Leiter weggenommen aus dem Land und dann gab es Leiter wie Kinder, steht's in Jesaja 3. Er wird dann Kinder über euch haben. Und was ist ein Kind? Ein Kind ist selbstsüchtig. Und ein Kind sucht nur das, was er haben kann. Korruption gibt es in der Regierung und Probleme. Und die Leiter werden nicht mehr auf Gott schauen, sondern auf sich selber, auf das Humanismus, auf eine falsche Religion. Und wenn das passiert, irgendwann kommt dann nicht nur Korruption, sondern auch Gewalt von der Regierung, kommt auch, unsere Rechte werden weggenommen. Stellt euch vor, es kommt ein Tag in der Zukunft, wenn alles läuft, wie es jetzt läuft, wo wir nicht, dieses Buch wird ein Buch von Hass sein. Die werden sagen, das ist Hasssprache. Das ist, wenn ihr die Bibel zitiert, wenn ihr die Bibel liest, das ist wie Menschen hassen. Und die werden das verbieten. Die haben schon angefangen. Du musst einfach aufpassen, was du über Homosexualität heutzutage sagst.
Nun, wir lieben alle Menschen, auch homosexuelle Menschen lieben wir, aber Homosexualität ist eine Sünde. So steht es in der Schrift. Es steht ganz klar in der Schrift. Nun, ich sage das heute und ich darf immer noch, aber in 5 Jahren darf ich das noch sagen, in 10 Jahren? Keine Ahnung, wenn das Wort Gottes vergessen wird, was passiert? Wenn die Leiter nicht mehr von Gott, nicht mehr Gott folgen, was passiert? Unsere Rechte gehen weg als Christen. Und so dann kommen wir zu unserer heutigen Stelle. Und das ist in Kapitel 3. Und wir haben die Verse 16 und 17 gelesen. Und die Frage ist, warum muss Gott Jude richten? Warum muss Gott Jude richten? Wir können auch in Vers 8 und 9 lesen. Ich lese vor. Denn Jerusalem ist gestürzt und Jude gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Der Ausdruck ihres Angesichts scheut gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihre Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Warum muss Gott richten? Die haben angefangen, offen die Sünde zu begehen. Können wir sagen, das passiert in unserer Gesellschaft? Oh ja, offen. Die sind stolz. Es gab dann ein neues Gesetz in New York Bundesstaat, wo Abtreibung jetzt, die dürfen Abtreibung machen bis zum 9. Monat, bis zum Schluss der Schwangerschaft. Und nachdem sie dieses Gesetz unterschrieben haben, gab es eine Party, sie haben sich gefreut und alle die Politiker sind zusammengekommen und haben geklatscht und sich so gefreut. Die haben das offen gemacht und die machen das ganz offen heutzutage. Die Sünde des Volkes, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind. Zuerst steht es hier Zungen. Das hat mit falscher Lehre zu tun, falscher Götzen zu tun. Ihre Zungen, das, was sie sagen, das, was sie lehren, ist falsch. Es gibt diese Dinge im Überfluss heutzutage. Irrtum. Irrtum findest du nicht nur in der Regierung, Irrtum findest du nicht nur in der Welt, Irrtum findest du in vielen, vielen christlichen Gemeinden. Irrtum jetzt in den Gemeinden. Es gibt ständiger Druck von der Welt. Die Welt greift an. Ihr müsst euch ändern, ihr müsst euch ändern. Und viele haben es auch getan. Wir waren in Murnau am Mittwoch und ich habe die Bibelstunde gehalten. Und wir haben dann als Beispiel genommen, warum gibt es heutzutage Frauen als Pastoren? Hat jemand dann, es kam erst im 19. Jahrhundert, soweit ich weiß, am Ende des 19. Jahrhunderts. Und hat jemand die Schrift gelesen und hat die Bibel gelesen und dann ist zum Schluss gekommen, Frauen dürfen Pastoren werden. Nein. Genau. Warum ist das dann passiert? Druck von der Welt. Niemand ist in die Bibel gegangen, jetzt glaube ich das. Genauso wie Evolution. Niemand ist in die Bibel gekommen und sagt, Millionen von Jahren und Evolution. Das ist nicht in der Schrift zu finden. Warum dann glauben so viele Gemeinden, dass es Evolution gibt? Druck von der Welt. Die Welt sagt, ihr seid altmodisch, ihr seid komisch. Und nein, wir wollen nicht altmodisch sein, wir wollen nicht komisch sein. Vielleicht sollen wir unser Glauben ändern. Das ist ein großes Problem. Das, was ihre Zungen sagen. Das steht es hier in unserer heutigen Stelle. Jesaja sagt, das, was ihr sagt, ist falsch. Es gibt diese Dinge im Überfluss heutzutage. In den Schulen wird es gelehrt, dass die Bibel ein Märchen sei. In den Schulen. Die sagen, es ist ein Märchen. Klassische Familie steht unter Angriff. Also ein Mann, eine Frau, geheiratet mit Kindern. Das jetzt steht unter Angriff. Im Angriff. Unter Angriff, im Angriff? Unter Angriff, danke. Ich habe schon erwähnt, Schöpfung laut 1. Mose 1 glaubt fast keiner mehr heutzutage. Also die Schöpfung, genau wie es in der Schrift steht. Glauben an die Bibel ist jetzt Intoleranz. Du glaubst die Bibel, du bist solch ein altmodischer, verrückter, intoleranter Mensch. In den Kirchen auch, in den Gemeinden wird es geglaubt, dass Abtreibung in Ordnung ist. Das heutige Christentum verwandelt sich jeden Tag. Jeden Tag schaut es anders aus. Also es ist nicht stabil. Jeden Tag schaut es anders aus.
Jeder darf selber entscheiden, was falsch und richtig ist. Klingt das ähnlich, oder? In Richter steht es. Jeder hat das getan, was er für recht gehalten hat. Ja. So, es steht das in Vers 8 unserer heutigen Stelle in Kapitel 3. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind. Gegen den Herrn. Nicht nur Meinungsunterschiede in der Regierung, das ist direkter Widerstand gegen den Herrn. Das ist direkter Widerstand, direkt. Lasst uns nicht die Lüge glauben, dass die heutige Bewegung harmlos ist. Sie ist gegen Gott. Nun, lasst uns nicht diese Lüge glauben. Die Sünde, das, was die Menschen machen, ist okay. Es ist wirklich so schlimm. Es ist nicht so, wie es war, aber ist es wirklich so schlimm? Direkter Widerstand gegen den Herrn ist das. Ich lese nochmal in Vers 8, weil ihre Zungen, ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind. Nun, ihre Zungen, aber auch ihre Taten. Das ist nicht nur falsche Lehre, sondern das ist Gewalt. Das ist Mord. Das ist Verfolgung. Wie starb Jesaja übrigens? Die haben ihn in 2 gesägt. Steht in Hebräer nicht ein Name direkt, aber es gibt einen Vers, wo einige in 2 gesägt worden sind. Und ich glaube, das bezieht sich auf Jesaja. Warum starb er? Warum starb der Jesaja? Warum ist er in 2 gesägt worden? Weil er die Botschaft Gottes verkündigt hat. Viele sagen, diese Bewegung ohne Gott, das ist harmlos. Es ist nicht so schlimm. Warum predigt ihr immer über die Sünde? Warum ist das solch ein großes Thema in eurer Gemeinde, die Sünde? Weil es nicht harmlos ist. Weil es kommt zu Verfolgung. Es kommt zu Mord. Was ist mit den Christen in Ländern, wo es Verfolgung gibt? Was ist mit denen? Es ist nicht harmlos, diese Lehre. Es ist überhaupt nicht harmlos. Sünde wird heutzutage gelobt. Das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, in Vers 8. Das war 586 vor Christus ungefähr, wo das dann teilweise erfüllt worden ist, wo die Menschen aus Babylon gekommen sind und Juda ins Gefangenschaft genommen haben. Und das war es wurde teilweise erfüllt, dass ein fremdes Land gekommen ist und den Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen. Das ist das Gericht Gottes. Und das wurde teilweise erfüllt. Vor dem zweiten Kommen Jesu wird es vollkommen erfüllt werden. Die Zungen und Taten gegen den Herrn hat Folgen. Und vor dem zweiten Kommen, was wissen wir von der Schrift? Was lesen wir in Offenbarung? Was passiert auf dieser Erde für 7 Jahre lang? Schlimme, furchtbare Dinge. Das Gericht des Herrn sehen wir in unserer Gesellschaft ab und zu, sehen wir dann ein bisschen. Aber wenn der Herr das zweite Mal kommt, besser gesagt, gerade vor er das zweite Mal kommt, wird es ein Gericht geben auf dieser Erde, was wir nie gesehen haben. Und das in 586 passiert, wo Babylon gekommen ist. Das ist nichts im Vergleich mit dem Gericht, was kommen wird. Und viele sagen, du bist ein Prediger, der über diese schlimmen Dinge predigt. Es ist ein Märchen. Das haben sie immer gesagt, dass das ein Märchen sei. Aber der Herr ist immer noch am Leben und er wird richten. Die Zungen und Taten gegen den Herrn ist auch öffentlich. Das ist schlimm, oder? Wenn die Sünde so gelobt wird und die machen das offen. Sie sind so böse geworden, sie versuchen nicht mehr die Sünde zu verstecken. Früher mindestens gab es den Versuch, eine Sünde zu verstecken. Aber heutzutage, es wird gelobt und die kommen in unsere Gesellschaft und ich sage, ich habe das getan und ich freue mich. Und wenn jemand gegen mich ist und jemand die Bibel zitiert, ist er ein Intoleranter und wir müssen ihn verfolgen. Das ist unsere Welt. Es beschreibt auch unsere heutige Welt. In Jeremia
Jeremia im Kapitel 8. Jeremia 8 in Vers 12. Es ist noch eine Stelle im Alten Testament über Sünde. Jeremia 8, Vers 12. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was das Schämen heißt, und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden. Zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. So was Ähnliches, oder? Also Menschen wissen nicht mehr, was das Schämen heißt. Die tun einfach alles, und wenn du was dagegen sagst, bist du ein intoleranter, altmodischer Mensch, und die müssen uns dann verfolgen. Uns aufklären. Genau. Wir müssen die Aufklärung erfahren, was ganz, ganz lustig ist. Die Menschen, das steht in der Schrift, die Menschen, die sich für weise Menschen, Menschen, die Weisheit haben, die sind Narren eigentlich. Nun, früher gab es Scham, jetzt gibt es Hochmut. Heute verlassen mehr und mehr die Kirchen. Nun, ich rede nicht von den Problemen in den Kirchen, ob alle Kirchen dann die Wahrheit predigen oder nicht. Aber so viele verlassen auch die Kirchen. Warum? Nicht nur, weil es Irrtum gibt. Nein, die wollen überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. So, nur in meiner Zeit in Bayern, als ich angekommen bin in 2008, laut der Statistik, über 90% der Bayer waren katholisch. Das war die Statistik, ungefähr, über 90%. Heutzutage, ich habe es dann vor einigen Jahren, 2 Jahren, denke ich ungefähr, gelesen, dass jetzt ist über 60% ungefähr. Ich weiß nicht genau, also vielleicht ist das ein Irrtum, aber wenn ich mich nicht irre. Aber mein Punkt ist, dass viele haben die Kirchen verlassen. Warum? Weil die zum Schluss gekommen ist, dass die Wahrheit nicht gepredigt wird? Nein, die wollen nicht mehr mit Gott zu tun haben. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich brauche Religion nicht mehr. Deswegen. Ich war in Murnau vor vielen Jahren, Kim und ich, und es gab keinen Platz. Und so die haben gesagt, wir dürfen mit diesen 2 Männern essen an dem Tisch. Es gab dann Platz neben diesen 2 Männern. Und okay, wir essen dann gerne mit denen. Die waren richtige Bayer, also mit tiefen bayerischen Dialekt heißt es. Und wir haben mit ihnen gesprochen, wir kommen aus Amerika und geredet. Und die haben gesagt, dann, nachdem wir gesagt haben, ja, ich bin Prediger, die haben gesagt, wir haben die Kirche verlassen, wir wollen nicht mehr mit der Kirche zu tun haben. So viele Jahre Kindermissbrauch und so viele Jahre diese Dinge. Die haben gesagt, nein, wir glauben gar nicht mehr an Gott. Es sind Bayer. Wie kann das passieren? Weil das Wort Gottes so oft vergessen worden ist. Die Menschen haben gesehen, das, was gepredigt wird, das, was von den religiösen Menschen kommt, das wollen wir nicht haben. Und wisst ihr, was schade ist? Die hatten auch recht, dass es viel Missbrauch gab, dass es viel Irrtum gab. Aber die richtige Lösung ist nicht Gott die Schuld zu geben, sondern die Menschen die Schuld zu geben. Und so deswegen ist es so gefährlich. Deswegen ist es nicht harmlos. Deswegen müssen wir immer wieder predigen, immer wieder die Wahrheit verkündigen, dass die Sünde schlimm ist. Nun, diese Predigt geht um die Sünde, wir sahen in Jesaja, und das ist das Thema. Aber nicht vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Gott freut sich nicht, Gericht zu geben. Gott ist nicht im Himmel und sagt, ja, jetzt darf ich richten. Nein, er gibt uns Chance nach Chance nach Chance. Er gibt uns die Möglichkeit, Buße zu tun. Er gibt unserer Welt so viele Jahre Buße zu tun. Und Gott muss richten, aber er ist barmherzig, er ist gnädig. Und wir haben die Möglichkeit, Buße zu tun. Und so, meine Ermutigung für uns ist, bleib stark, bleib in der Wahrheit. Also nicht vergessen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und es gibt ständig Druck von der Welt aufzugeben, aber nicht aufgeben. Und auch nicht vergessen, wir selber, Menschen, Christen, Nachfolger von Jesu, wir selber sollen Mitleid haben mit Menschen. Wir sollen Barmherzigkeit haben. Wir sollen Gnade haben.
Wir sollten nicht immer schlecht mit den Menschen reden und sagen, ihr dumme Menschen. Nein, Gott hat Gnade mit uns, wir sollen Gnade mit anderen Menschen haben. Und so Gott muss richten und wir müssen die gute Botschaft weitergeben. Der erste Teil von der guten Botschaft ist, dass es Sünde gibt. Wenn jemand nicht weiß, dass er verloren geht, kann er nicht gefunden werden, kann er nicht dann die Erlösung bekommen. So unsere erste Aufgabe, es gibt Sünde in dieser Welt und deswegen muss man Buße tun, aber Jesus ist davor gekommen. Gott sei Dank ist Jesus in unsere Welt gekommen. Gut, dann kommen wir zum Schluss für heute. Wir sind in Jesaja 3, nächste Woche machen wir weiter und wir sehen die Sünde des Volkes, also von Juda und die Stolzen. Tochter Zion sehen wir auch nächste Woche und ja, viele Dinge, was der Herr zu uns sagen will. Ich glaube, es gibt viele Parallelen in Jesaja zu der heutigen Welt. Ich glaube, es gibt viele Parallelen. Und ich fühle mich manchmal wie Jesaja. Ich kann nicht reden wie Jesaja, es war viel besser Schriftsteller wie ich. Aber in dem Sinne von die Botschaft predigen, und niemand will zuhören. Niemand will zuhören. Die meisten, überwiegende Mehrheit sagen, nein, wir haben kein Interesse daran. Genauso war es bei Jesaja. Und übrigens, wir werden dann lesen, niemand wird zuhören. Gott sagt Jesaja, die werden nicht zuhören. Aber trotzdem haben wir die Aufgabe, die gute Botschaft weiterzugeben. Das werden wir auch betrachten in den kommenden Wochen. Aber nach so vielen Jahren, wir lesen immer noch von Jesaja und es gibt immer noch Hoffnung. Jesaja hat kein Ergebnis gesehen, sozusagen. Niemand ist zum Glauben gekommen in seiner Zeit. Aber es gab dann, der Keith Klaus hat eine Predigt gehalten während Corona-Lockdown, während Corona-Zeit. Wie heißt der Kämmerer? Kämmerer. Welches Buch hat er gelesen, als er zum Glauben kam? Jesaja. Nach so vielen Jahren. Also es gibt Hoffnung, auch für uns. Gut, lasst uns zum Schluss beten. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dieses Buch, was wir lernen können. Herr, die Sünde ist schlimm. Die Sünde ist sehr, sehr schlimm. Aber Herr, wir danken dir, dass du Gnade hast, dass du barmherzig bist. Herr, und dass du Jesus geschickt hast zu dieser Welt, dass wir zum Glauben kommen können, dass wir das ewige Leben haben können, trotz der Sünde. Herr, die Sünde ist so schlimm, dass Jesus am Kreuz sterben musste, dass Gott am Kreuz sterben musste. Herr, wir danken dir für diese Liebe, eine Liebe, was wir nie begreifen, nie verstehen werden. Aber Herr, wir danken dir. Wenn wir deine Schrift lesen und sehen, wie schlimm diese Sünde ist, und Herr, wir haben alle Sünde begangen. Wir waren alle mittendrin. Aber trotzdem bist du gekommen. Das ist Liebe. Liebe, Herr, wunderschöne Liebe. Wir danken dir. Sei mit uns. Ich bitte dich vor allem für den Willi, für die Hildegard diese Woche. Sei mit denen und schenk ihnen Kraft. Und auch für alle heute und diese Woche, Herr, dass du uns die Kraft gibst. Und Herr, dass wir ein Licht sahen in dem Haus, wo wir wohnen, in der Nachbarschaft, wo wir wohnen, auf der Arbeit, zu Hause. Herr, hilf uns, ein Licht zu sein und deine Botschaft zu verkündigen. Wir danken dir. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Nun, eine gesegnete Woche wünsche ich euch, auch die im Internet. Ich wünsche euch auch eine schöne, gesegnete Woche. Wir stehen zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht. Und Gott sei mit euch.